Hi guys, today I will show you how I alter this really ugly notebook I bought. On the picture it looked okay and the price was low, of course, but when I got it, it's the plastic feel and it's awful, really awful. So I will definitely, it gives me the opportunity to put my signature onto it. So I'm not, of course, disappointed about that, but I'm quite happy that I can work on it. It gives me, this opportunity to do that. And that will definitely be my travel journal this year. And I start here with this liquid varnish and tissue paper, white tissue paper, very thin, and it's just enough on the surface to, yeah, have my paint has something to grab on, to sit on, that I can use my acrylic media on top. So, cutting everything off what's hanging over, of course. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal zeigen, wie ich mir hier dieses Notebook schön mache. Das hatte ich mir in einem Anfall von geistigem Nachdruck gekauft. Nein, das sah eigentlich auf dem Bild ganz schön aus, aber als ich es dann in der Hand hatte, boah, das ist so scheißlich. Plastik, das ist Plastik, aber es fühlt sich dann auch noch so an. Und mein gut, um fair zu sein, ich hätte es ja wissen sollen, weil es war billig aber wie gesagt, auf dem Bild, aber wie das dann immer so ist. Aber das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, jetzt was Schickes draus zu machen. Und zwar wird das mein diesjähriges Reisejournal, denke ich mir mal. Und entsprechend werde ich das ändern und ein Meeresthema drauf zaubern. Fange hier an mit dem flüssigen Acrylvarnish und benutze das als Kleber hier für dieses sehr dünne Seidenpapier. Einfach drauf, damit meine Farbe was hat, wo es drauf sitzen kann, auf dem Plastik. Das würde abplatzen und nicht halten. Klar kann man das schön mit Sandpapier anrauen, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Das ist mit diesem Seidenpapier geht das viel einfacher. Natürlich habe ich da dieses Relief immer noch drauf, deswegen packe ich hier eine Schicht Modeling Paste drüber, aber du wirst es hinterher immer noch so ein bisschen sehen, aber so der größte Teil ist schon mal weg. I use here some modeling paste just to get rid of this patterns, this embossed patterns. Of course, you will still see something afterwards, but not that much. And this is actually my motif I will use. It will be a napkin, and I really like to use napkins in my art, of course. It's perfect to integrate into your art, and yeah, quite like it. So, trying to find out how to put them on, and I will just use it on the bottom half. On the top half I will use some of my acrylic paint, and I will use the golden, the high flows you will see later, and put it directly from the bottle onto my object here, and it will give nice puddles, and that gives a nice structure again, but you will see later. Ich habe jetzt hier eine Serviette benutzt, um eben dieses Meeresthema da drauf zu kriegen. Ich mag das schon, eben auch mit Servietten zu arbeiten. Das gibt dir ganz viele Möglichkeiten, und das sieht man hinterher auch nicht mehr, dass das eine Serviette ist. Also nicht klassische Servietten, wie sagt man das, irgendwas, sondern eben die Integrierung. Und ich benutze die nur auf der unteren Hälfte, und auf der oberen Hälfte, ihr könnt es hier schon sehen, benutze ich meine Golden High Flow Acrylics, und direkt von der Flasche richtig schöne Pfützen, und das macht dann, ich benutze noch mehr später, macht dann auch so ganz tolle Muster da rein. Das krakeliert auch so ein bisschen, und ja, einfach auch um so ein in ganz einfacher Weise einen Himmel hinzukriegen, eben mit der weißen Farbe erst, und dann ein bisschen Türkis und dann ein bisschen das ganz dunkle Türkis, hier wieder mehr
Weiß, ein bisschen Wasser dazu, dass es sich ausbreitet. Und wie gesagt, ihr werdet hinterher sehen im Close-up, wie schön, was für eine schöne Textur das auch gibt, you know. Bit of water here into my paint, just that it spreads out even more. And as I just said in the close-up, you will see how fantastic texture it makes, and I really like this effect. And it's simple, just pour the paint from the bottle on it, a bit of, yeah, with a brush, spread it out with a brush, but then a bit of water again. And as I said, it makes just a nice texture. And here I use my heat gun, and I think that's one of the reasons why it crackles afterwards, and I really like this effect. You can see that already on the left there. A few crackles appear, and absolutely fantastic. Hier mit der Heißpistole habe ich ein bisschen getrocknet, und ihr könnt auf der linken Seite sehen, dadurch entstehen auch da so diese Risse, was ich dann natürlich total schön fand. So, jetzt werde ich hier diese horizontale Linie mit Weiß ziehen. Das braucht natürlich auch eine ganze Zeit, bis das trocken ist. You know, I used the white paint here for the horizontal line, and a bit of blue into the napkins I will glue down later. That's quite a lot of paint, and it needs to dry a long time. Actually, not that long, because it's so hot. Luckily, I can do stuff like that when it's very hot, because it will dry very quick. Ich habe dann hier, wie gesagt, das braucht natürlich eine lange Zeit zum Trocknen. Allerdings ist es ja im Moment extrem heiß, und da brauchst du dann weniger Zeit zum Trocknen, Gott sei Dank. Das finde ich dann immer ganz gut. Da arbeite ich eben weniger mit Aquarell. Aquarell bei dieser Hitze ist eine Katastrophe. Das trocknet so schnell, da kannst du nichts mitmachen. Aber hier mit dem Acryl geht das ganz gut. So, jetzt klebe ich die Serviette auf mein Journal. Und ihr habt ja gesehen, im Hintergrund habe ich das Titan Buff hier, dieses Beige genommen, und kein Weiß, weil klar wollte ich eine helle Farbe, weil wenn du zu viel Dunkles hast im Hintergrund, dann scheint so die Serviette nicht mehr durch. Aber ich wollte auch kein reines Weiß, ich wollte es nicht zu hell haben. Und deswegen hatte ich mich jetzt für das Titan Buff entschieden. You know, you could see that I put into the background this Titan Buff. I especially did that because with white, of course, normally I use a lot of white when I work with napkins, but in this case I didn't want to have it too white, the background. That's why I use Titan Buff. When you're using a too dark background or a very busy background, you wouldn't really see a lot of that napkin motif anymore. So that keep that into your mind, that you have one color, a light color in the behind your napkins. So, gluing everything down here again with my liquid acrylic varnish, and that's my go-to when I have to glue napkins down. Actually, that works perfectly. Das übrigens, das Varnish hier, flüssige, ist für mich, also ganz allein meine Meinung, das Beste hier, um Servietten zu kleben, also finde ich. Ich benutze das sehr gerne. Hier hatte ich noch eine kleine Lücke, die musste ich schließen. Passt nicht, aber wurscht, muss auch nicht. So, die Niete hier, die habe ich mal wieder frei gemacht. Das sieht sonst ein bisschen blöd aus. So, and that needs to dry, of course. Cut everything off. And the nice thing is that I now start with sketchy lines, and that's something I really like, you will see. Ich habe jetzt hier erstmal, nachdem alles trocken war, die Kanten freigeschnitten, bearbeite die Kanten noch so ein ganz bisschen mit einer Feile, einfach um das wieder auf Linie zu bringen. Und fange dann jetzt an, zu zeichnen oder die Linien zu machen. Aber erst muss ich gucken, ich habe jetzt hier noch ein bisschen das Blau sehr weit runtergezogen, und da seht ihr dann eben das Blau in den Köpfen der Möwen. Das wollte ich nicht
Deswegen habe ich da nochmal eine weiße Schicht Gesso drauf gepackt. Mehrere Schichten, damit das ein bisschen mehr deckt. Und deswegen sage ich immer, nicht zu dunkel nehmen, hinter den Servietten. Das wird sonst, ja, nimmt dir viel vom Motiv weg. I just want to have the white back into into the birds' heads, and that's why I'm using here white gesso. As I said before, with the background, I got the blue a bit too far down, but that's easily fixed. So, and now I start with my sketchy lines here, just to enhance my motives, and it looks afterwards more like your own, it looks more like you've drawn it, and I really like this effect with napkins. It's not that I say, oh, that's my drawing, of course not, but it just looks like. So, mit diesen Linien, die du dann noch reinziehst, es sieht dann einfach so mehr handgemalt aus. Nicht, dass ich jetzt damit hausieren gehe und sage, oh, ich habe das gemalt. Aber es sieht einfach im Ganzen schöner aus, finde ich. Deswegen hier noch schön die Linien verstärkt. Und ja, ich mache da nicht mehr viel. Was ich jetzt noch mache, ist einfach das Versiegeln. Und da nehme ich einfach das Glossy, das gleiche flüssige Varnish, aber in Gloss. Und zwar nur aus dem Grund, weil du mit dem Matten, das kann man nicht sauber machen. Da kann man nicht feucht drüber wischen. Aber hier mit dem Glossy kann man super feucht drüber wischen. Wenn man da mal einen Fleck drauf hat, das macht nichts. Einfach feucht drüber und fertig. You know, using here the glossy varnish, it's the same but in gloss, just because you can clean it. That's dry and you have a few drops of something on it. You can go over with a damp cloth and it's clean. You can't do that with the matte medium. So okay, that was my notebook, and I will show you the close-up at the end, but at the moment I will show you an extra and some embellishment I make for my journal, and I will take that with me and decide if I will use it or not. But just wanted to show you what I do. It's very, very heavy handmade watercolor paper, a bit of craft paper here, use it as a flap, and at the end of the day it will be a tag, you know. Ich habe jetzt hier noch extra für euch, ihr werdet das Close-up noch sehen von dem Notebook, aber ich zeige euch hier so ein bisschen Embellishment, das ich noch mache. Das nehme ich dann auch mit und werde es wahrscheinlich in meinem Journal benutzen im Urlaub. Das wahrscheinlich, ob ich es dann letztendlich mache, das muss ja auch passen thematisch. Das weiß ich nicht, wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Im Prinzip sind es Tags. Ich habe jetzt hier das handgeschöpfte Aquarellpapier genommen, dann das Kraftpapier, mache da so Klappen raus und dann hast du einfache Tags. Werde da noch ein bisschen drauf stempeln, werdet ihr gleich noch sehen. Aber relativ einfach, aber es ist so effektiv. Ich finde die total hübsch. Und stempel dann das ein oder andere. Auf diesem handgeschöpften Papier ist es allerdings sehr schwierig. Geht jetzt auch nicht um ganz tolles, exakt gestempeltes Motiv, sondern einfach nur das, was drauf ist. You know that this handmade watercolor paper is really, it has a really extreme texture, and it's really incredible difficult to stamp on it. But it is definitely not about the stamping. It is just something to get some texture on top, to get something going on top. And I will cover it up later in my journal, I think, with something anyway, a picture on top or whatever. You will see later, might see later. So, but I of course stamp them first all before I glue my flaps down, of course. Wouldn't make sense otherwise. Bevor ich diese Kläppchen da drauf klebe, stempel ich natürlich erstmal zu Ende. Klar, das würde sonst wenig Sinn machen. Und dann stempel ich die
und werde sie annehmen. Genau, das hatte ich mir vorgenommen. Und zwar klebe ich die nicht fest und wollte da einmal nur mit Zigzag drüber, weil ich den Effekt einfach auch super schön finde mit dem, mit dem Kraftpapier, und das sieht einfach super schön aus. So, not gluing it, I saw it in the zigzag lines, and just like that, you know, the craft paper and sewing, I think to me it's perfect, absolutely perfect. So, and that's it, cut it down, and I think I'm, no, do I, no, I think I cut holes into it and put some eyelets in. Not, yeah, I will, I forgot about that. I wasn't sure. At the beginning I didn't want to, but it adds, of course, extra embellishment, you know. Ich war jetzt nicht sicher, habe ich da Löcher reingemacht, aber habe ich, weil da habe ich nämlich auch lange drüber nachgedacht. Soll ich das oder soll ich das nicht tun? Weil, ja, doch, ich habe dann gedacht, doch, mache ich, weil es natürlich noch so eine extra Dekoration und Verzierung ist. Das hat ja auch was. Habt jetzt hier diese Ringe, diese Lochringe noch gestanzt, die kommen noch drum, und kommen dann noch Eyelets rein, weiß ich. Ich glaube, Eyelets packe ich nicht rein. You know, I have this hole puncher, this hole, whatever, strengthener, puncher, I don't know what you call these rings, hole rings, whatever, strengthener. And I quite like that in this combination, again, with this craft card and black. Love it. And I think no eyelets. No, I think I didn't put some eyelets around it. I think that would have been too much. So, and close up, you will see now. Am I doing something more? I don't know. Oh, I put them away. I tucked them away, so no close up. Sorry, guys. But the close up of my notebook is coming now. And yeah, I will. You can see this here, the cracker. Can you see the cracker? Oh gosh, I love that. And I think it's because of the puddle and because I heat set it, and absolutely fantastic. Very, very shiny, sorry. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and another crackles up there. Oh, yeah. Just love it. Yeah, I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Something is calling me. Ignore it, just ignore it. Have a fantastic time. Still be careful, stay all healthy, and never forget, most important part, never forget to be creative. So guys, thanks again. Bye bye. So ihr Lieben, das war jetzt das Close-Up von meinem Notebook. Da kommt natürlich jetzt wieder das Lederband drum, und ich werde euch dann auch noch zeigen, dass ich da das Aquarellpapier reinpacke. Ja, gut, einfach nur um das zu zeigen. Und dann kommen noch die Fotos. Aber ich sage jetzt schon mal ganz, ganz, ganz lieben Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr sogar was mitnehmen. Sehr schön. Und ja, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, ihr lasst mir einen Daumen hoch da und vielleicht sogar einen Kommentar. Und ich hoffe, das ist übrigens 300er Aquarellpapier. Da arbeite ich halt sehr gern. Ich will eben das verbinden, Aquarell und Journaling so ein bisschen, ja. So, aber wie gesagt, ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt, und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Passt weiter gut auf euch auf. Vor allen Dingen bleibt alle gesund, aber das Wichtigste ist und bleibt immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi!